Stell dir mal vor, du kannst machen, was du möchtest, aber kannst von der Polizei dafür nicht belangt werden. So schnell fahren, wie du willst, du kannst überall parken und die Polizei darf dich weder anhalten noch kontrollieren. Genau das dürfen Diplomaten. Für diese diplomatische Immunität gibt es natürlich auch gute Gründe. Stellt euch mal vor, man fährt mit einem Koffer voller Staatsgeheimnisse über die Grenze und das Nachbarland will da einfach mal reingucken. Aber was passiert eigentlich, wenn Diplomaten diese Immunität für sich persönlich ausnutzen? Wenn sie Straftaten begehen, Unfälle verursachen oder sogar Menschen ausbeuten, weil sie denken, dass sie unantastbar wären. Genau das wollen wir heute mal unter die Lupe nehmen. Deshalb haben wir einen Diplomaten mal einen Tag lang begleitet. Wir haben uns Statistiken angeschaut, die die Botschaften am liebsten unter den Teppich kehren würden. Und wir haben mit einer Frau gesprochen, die in Deutschland von einem Diplomaten ausgebeutet wurde wie eine Sklavin. Es gibt Dinge, die wir einfach brauchen, für die Arbeit, fürs Studium oder für die Familie. Und dabei ist es oft verlockend, die Dinge einfach auf Raten zu bezahlen oder mit der Kreditkarte zu begleichen. Klingt erstmal total harmlos, aber oftmals verbirgt sich genau dahinter ein Minikredit mit echt hohen Zinsen und unnötig hohen Gebühren. Und nach ein paar Monaten merkst du, dass du der Bank komplett ausgeliefert bist und das oftmals jahrelang. Was wäre aber, wenn man diese Zinsen einfach runtersetzen könnte und das auch noch ohne ewige Verhandlungen? Genau das macht Anyfin möglich und so funktioniert's. Schritt Nummer 1. Die kostenlose App über den QR-Code runterladen, Anbieter auswählen, ein paar Fragen beantworten und fertig. Schritt Nummer 2. Anyfin prüft, ob sie dir bessere Konditionen anbieten können. Danach hast du 7 Tage Zeit, das Angebot anzunehmen oder einfach bei deinem alten Kredit zu bleiben. Schritt Nummer 3. Anyfin löst deinen Kredit ab und du zahlst ab da günstiger an Anyfin. Bedeutet mehr Geld für dich und weniger für die Bank. Du kannst die Rückzahlungen auch komplett an deine Lebenssituation anpassen. Mal mehr abbezahlen, wenn es gerade passt oder einen Monat pausieren, wenn das Geld mal woanders gebraucht wird. Bis heute hat Anyfin die Zinsen von über 1,75 Millionen Krediten gesenkt und dabei schon über 42.000 Menschen in Deutschland geholfen. Und ich finde, das ist schon mal eine Ansage. Also lade dir die Anyfin-App runter und stell noch jetzt deine kostenlose und unverbindliche Anfrage. Und nutze dabei auch noch meinen Code Marvin, dann gibt es nämlich 50 € Rabatt auf deine erste Rechnung bei Anyfin. An dieser Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, das Angebot von Anyfin richtet sich explizit an Menschen, die schon offene Kredite haben. Wenn du also keine offenen Ratenkäufe oder offenen Kredite hast, umso besser. Diplomaten sind Vertreter eines Landes. Die sind wichtig, denn Länder sollen ja miteinander reden können. Und damit ein Diplomat seine Arbeit frei und ungestört erledigen kann, ohne Angst haben zu müssen, Opfer juristischer Willkür zu werden, wenn einem Gastgeberland mal was nicht passt, gibt es die heilige Immunität. Kurz gesagt, egal was du machst oder auch nicht machst, du kannst dafür in dem Land, in dem du Immunität genießt, nicht festgenommen, festgehalten oder verurteilt werden. Und damit man sich stattdessen nicht einfach über die Familie der Diplomaten hermachen kann, genießt die auch direkt Immunität. Das ist auf der einen Seite ein wichtiger Schutz für Diplomaten, bedeutet aber auch, wenn der Sohn eines Diplomaten einem anderen Kind aufs Maul haut, kann man da nichts machen. Tja, Pech gehabt. Oder wie es die Berliner Polizei sagt, Die Immunität ist als ein Verfahrenshindernis von Amts wegen zu beachten. Gegen den Diplomaten darf weder ein Straf- noch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt werden. Und diese Straf- und Ordnungswidrigkeiten, die passieren tatsächlich erschreckend oft. Allein im Jahr 2024 gab es über 18.000 Verkehrsordnungswidrigkeiten durch Diplomaten. Auf Platz 1 hier hinter mir die Botschafter von Saudi-Arabien mit rund 1230 Fällen und damit knapp vor den USA. Man kann sich zum Beispiel auch mal den Spaß machen und eine Stunde durch die Botschaftsstraßen von Berlin fahren und dann mit eigenen Augen beobachten, wie überall Leute falsch parken. Wir haben das auch mal gemacht, haben mehrere dabei erwischt und einen mal zur Rede gestellt. Excuse me, sir. Do you know that you're not allowed to park here? Gracias, yo la llevo. Tranquilo. But you still do it, or Mind your own business, sir. Mind your own business. you just don't care, or? Mind your own business. Vor dieser Botschaft standen direkt 3 Fahrzeuge im absoluten Halteverbot. Zwar gab es da auch den Zusatz, dass man kurz halten darf zum Be- und Entladen. Wir waren da aber eine ganze Weile und das ist nicht passiert. Ich habe eher den Eindruck, dass die Fahrer dort ganz mutwillig stehen oder vielleicht gar nicht wissen, dass sie etwas falsch machen. Denn ein Fahrer, der war so frei, mit mir ein bisschen zu quatschen. Da steht schon ein Parkverbot, oder? Ja, genau. Absolutes Parkverbot. Aber wir haben eine Genehmigung von der Polizei. Das hier ist unsere Botschaft. Deswegen.
Ich bin natürlich auch meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen und habe einfach mal bei der Berliner Polizei nachgefragt und die sagen: Nein, die Polizei Berlin ist nicht für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung StVO zuständig. Diese können ausschließlich von Straßenverkehrsbehörden erteilt werden. Und was sagt die Straßenverkehrsbehörde, also die Stadt Berlin, dazu? Kraftfahrzeuge mit diplomatischen Kennzeichen und darin befindlichen Insassen besitzen besondere diplomatische Immunität und können unter anderem nicht für Verstöße gegen die StVO belangt werden. Demzufolge gibt es dazu keine Antragslage und auch keine Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO. Und um die heilige Dreifaltigkeit des deutschen Behördendschungels noch zu vervollständigen, hier das Statement des Auswärtigen Amts. In Deutschland ist eine Reservierung von Park- und Halteplätzen für Fahrzeuge diplomatischer oder konsularischer Vertretungen im öffentlichen Verkehrsraum nach geltendem Recht nicht möglich. Also dreimal nein, tut mir leid. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Diplomaten und ihre Fahrer im Zweifel gar nicht wissen, was sie dürfen und was nicht, was ziemlich absurd wäre, oder sie nutzen ihre Immunität schlichtweg aus. Heute werde ich das erste Mal so ein bisschen selbst in den Genuss von Immunität kommen, denn ich bin verabredet mit einem Diplomaten aus Bangladesch und wir werden gemeinsam in seinem Diplomatenfahrzeug nach Berlin-Neukölln zu einem ganz bestimmten Ort fahren. Und ich wollte natürlich wissen, weiß er von seinen Vergehen? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es allein im letzten Jahr 18.000 Verkehrsverstöße alleine in Berlin durch Diplomaten gab. Im vergangenen Jahr waren es 123 von jemandem aus der Botschaft von Bangladesch. Wussten Sie das? Nein, davon wusste ich ehrlich gesagt nichts. Aber das ist wirklich schade zu hören. Ich denke, das sind alles Parkverstöße. Das ist normal für die Botschaften. Also zum Beispiel, wenn du in einem ausgewiesenen Parkplatz parkst, aber halt nicht bezahlst. Die Leute denken, das sind harmlose Straftaten. Ist es Ihnen denn auch schon mal passiert, dass Sie einen Verkehrsverstoß irgendwie begangen haben? Ich meine, ist passiert. Jeder fährt mal aus Versehen zu schnell oder parkt falsch. Aber vielleicht können Sie ja mal sagen, wie es bei Ihnen dann abgelaufen ist, als Sie mal zu schnell gefahren sind oder falsch geparkt haben. Wurden Sie überhaupt darüber informiert? Ja, einmal. Ich habe vor meiner Wohnung geparkt, um in ein Café nebenan zu gehen. Und ich gebe zu, ich habe da in einem Parkverbot gestanden. Ich hätte auch auf meinen Parkplatz fahren können, aber ich dachte, ich hole ja nur schnell einen Kaffee und dann bin ich schon zurück. Aber als ich zurückkam, war das Auto weg. Das war so eine Überraschung. Ich dachte, die Polizei wird mich zumindest mal anrufen und mich fragen. Oder sie hätten meine Botschaft anrufen können und sagen können, eines ihrer Autos steht im Halteverbot. Und ich habe ja niemanden blockiert. Das war auf dem Grundstück von dem Haus, in dem ich wohne. Ja, da war ein Parkverbot. Ja, ich habe da einen Fehler gemacht. Aber das private Abschleppunternehmen hätte die Polizei informieren müssen. Und dann musste ich 328 € bezahlen. Und ich glaube immer noch, die Polizei sollte privaten Abschleppunternehmen das nicht erlauben. Wenn jemand mein Fahrzeug abschleppt, dann nur der deutsche Staat. Ich zahle gern die Strafe, aber mein Auto darf nicht abgeschleppt werden. Wenn es abgeschleppt wird, dann nur von der Polizei. Aber können Sie auch verstehen, dass derjenige, wenn es ein Privatgelände ist, da einfach sagt, nö, ist mir egal, ist mir Wurst, ob es jetzt ein Diplomat ist oder eine Privatperson, das ist mein Grundstück, weg mit dem Auto? Wenn es Ihr Grundstück wäre, würden Sie es nachvollziehen können? Mein Auto ist quasi Bangladesch. Es gehört zu Bangladesch. Das kannst du nicht einfach abschleppen, das geht nicht. Wir haben uns ja jetzt hier zu einer sehr speziellen Adresse navigieren lassen. Wir haben heute ja auch sehr viel über Parkvergehen gesprochen und dass wir beide davon ausgehen, dass die meisten Verkehrsverstöße von Diplomaten natürlich Parkverstöße sind. Einer hat sich 2017 genau hier ereignet. Hier hat ein Diplomat auf dem Fahrradweg geparkt, hat leider nicht darauf geachtet, was im Verkehr so passiert, hat die Tür aufgemacht. Ein Fahrradfahrer ist in die Tür gefahren, gestürzt und leider hier an Ort und Stelle verstorben. Das Worst-Case-Szenario, was man sich so vorstellen kann. Wie beurteilen Sie das? Wir sprechen über Parkvergehen. Auch sowas ist nur ein Parkvergehen, was natürlich ein extremes Ausmaß genommen hat. Vergiss mal kurz, dass ich Diplomat bin. Das kann ja jedem passieren. Wenn du aus einem anderen Land kommst, wo es keine Fahrradspuren gibt, dann kann sowas passieren. Aber das ist dann einer in 1000 Fällen. Ich bin voll und ganz bei Ihnen. Fehler sind menschlich, Fehler passieren. Hier ist leider Gottes ein sehr tragischer Fehler passiert. Wir haben heute ja auch darüber gesprochen, wie Sie Ihren persönlichen Umgang damit haben, mit Verkehrsverstößen, wenn man ein Ticket bekommt, dass Sie es selbstverständlich bezahlen möchten, dass Sie versuchen, gar keine Fehler erst zu begehen. Der Unterschied ist nur, dass der Diplomat, dem das hier leider passiert ist, der musste sich nie vor Gericht verantworten.
Wie sehen Sie das? Hätten Sie sich vielleicht aus heutiger Sicht gewünscht, dass man sich da der Verantwortung stellt? Eine Antwort ist hier ziemlich kompliziert. Das könnte auch anderen Diplomaten passieren, auch deutschen Diplomaten im Ausland. Aber die Immunität, die gilt nun mal für alle Diplomaten und auch nur deshalb funktioniert diese Immunität und das ganze System. Ein Beispiel, wenn mich mein Land als Diplomat woanders hinschickt und mir passiert so ein Unfall und ich würde dafür dort in diesem Land ins Gefängnis gehen. Das würde eine Lawine lostreten. Da hätten wir Anarchie. Dann hätten wir überall Klagen gegen Diplomaten. Das würde nicht funktionieren. Aber ich würde sagen, dass der Entsenderstaat für den Schaden aufkommen muss. Und der Täter, der Diplomat, sollte auch in seinem Heimatland bestraft werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hinterbliebenen des Fahrradfahrers entschädigt wurden und dass der Diplomat nicht mehr als ein solcher arbeiten wird. Ich habe den Eindruck, Mr. Kabir wollte sich nicht so wirklich in die Karten gucken lassen und ja, wie zu erwarten, hat er sich ziemlich diplomatisch dazu geäußert. Nichtsdestotrotz ist es einfach nicht von der Hand zu weisen, dass es auch im letzten Jahr in Berlin mehrere Verkehrsunfälle mit Diplomaten gab, wo Menschen verletzt wurden. Einer ist dabei sogar gestorben. Und jetzt haben wir ziemlich viel über Verkehrsverstöße gesprochen, über Falschparken, über Unfälle mit Todesfolge. Es gibt aber auch richtig krasse Straftaten, die von Diplomaten begangen wurden. Ein Fall, den haben wir mal etwas genauer unter die Lupe genommen und der ist ganz schön brisant. Und zwar so sehr, dass das Auswärtige Amt uns hierzu keine hilfreiche Auskunft geben konnte oder wollte. Das könnte auch der Grund sein, warum man dazu in Deutschland kaum etwas findet. In den USA hingegen wurde ziemlich häufig darüber berichtet. Hier mal zwei Beispiele. Dort wird nämlich einem deutschen Diplomaten vorgeworfen, dass er seine Macht gegenüber mehrerer Hausangestellten ausgenutzt haben soll. Und der Fall ist so heikel, dass ich ihn euch leider verklausulieren muss. Das heißt, ich habe die ganzen Namen geändert, die Identitäten sind fiktiv, damit man keine Rückschlüsse auf den Diplomaten und seine Familie ziehen kann. Aber es steht Aussage gegen Aussage. Es ist Anfang der 2010er Jahre. Wir sprechen über eine Frau, die wir einfach mal Anna nennen. Sie lebt in einem kleinen Ort irgendwo auf einer Inselgruppe im Pazifik und bewirbt sich als Hausangestellte über eine Website, wo sie hofft, ihrer Familie ein besseres Leben zu bescheren. Und irgendwann bekommt sie da eine Nachricht. Auf der Website traf ich ein deutsches Ehepaar. Sie sagten, sie seien deutsche Diplomaten und sie würden mich gerne einstellen. Sie boten mir rund $10 Stundenlohn bei einem 8-Stunden-Tag an und für Überstunden das 1,5-fache. Ich war natürlich aufgeregt, das ist eine Menge Geld. Der Diplomat arbeitet zu diesem Zeitpunkt für Deutschland in den USA und laut einem Protokoll aus dem Bundestag hat er auch zwischenzeitlich als eine Art Menschenrechtsbeauftragter im internationalen Kontext gearbeitet. Dass er ausgerechnet für Menschenrechte zuständig gewesen sein soll, das macht Annas Geschichte besonders perfide, denn das, was sie laut eigener Aussage dort monatelang erleben musste, das hat mit Menschenrechten so gar nichts zu tun. Ich musste um 6 Uhr morgens aufstehen und anfangen zu arbeiten. Mein Tag ging dann bis 10 oder 11 Uhr abends. Ich arbeitete rund 100 Stunden in der Woche, bekam aber dasselbe Gehalt, $345. Es gab diesen Moment, als mein Boss und ich eine Meinungsverschiedenheit hatten. Es ging darum, dass ich auch noch samstags arbeiten musste. Ich saugte gerade im oberen Stockwerk, als er nach oben kam und wütend den Stecker vom Staubsauger zog. Er sagte, du hast keinen Respekt, geh runter, wir müssen reden. Seine Frau war auch wütend. Sie schlug auf den Tisch und sagte, du hast keinen Respekt vor uns. Willst du nach Hause gehen, dann kaufen wir dir ein Ticket. Ihre Reaktion werde ich nie vergessen. Anna wird laut ihren eigenen Aussagen von der Familie des Diplomaten erpresst. Sie habe zwar ein Visum für die USA, das sei aber an diesen Job gebunden. Bedeutet, wenn sie gekündigt werden würde, müsste sie das Land verlassen. Sie befindet sich laut eigenen Aussagen in einer absoluten Zwangslage. Ich hatte so viel Angst, ich war richtig am Zittern. Ich verstand, wenn sie mich kündigen, verliere ich mein Visum und ich wäre wieder dort, wo ich begonnen hatte. Als sie mir drohten, mich aus den USA abzuschieben, schluckte ich meinen Stolz hinunter und entschuldigte mich, einfach um mein Visum zu retten. Irgendwann schafft es Anna zu fliehen und lernt Jahre später ihre augenscheinliche Nachfolgerin kennen. Nach Annas Flucht habe der Diplomat mutmaßlich einfach jemanden anderes ausgebeutet und gemeinsam beschließen diese beiden ehemaligen Hausangestellten, vor Gericht zu gehen. Als ich meine Anklage wegen Lohndiebstahls in Höhe von rund $200.000 einreichte, passierte gar nichts. Es tat richtig weh. Wir bekamen einfach nichts. Wir können nicht mit abschließender Gewissheit sagen, welche Teile dieser Geschichte stimmen und welche nicht. Das kann niemand, denn niemand war dabei und zu einer Ermittlung oder zu einem Verfahren kam es nicht. Der Grund dafür, der Diplomat und seine Familie stehen unter Immunität. Eine Sache, die dafür spricht, dass an diesem Fall augenscheinlich etwas dran sein könnte, ist der Fakt, dass es ein Gerichtsverfahren gab. Und da wurde beschlossen, dass sowohl Anna als auch die andere Hausangestellte weiter in den USA leben und arbeiten dürfen. Und der Grund, warum so geurteilt wurde, ist, dass sie Opfer von Menschenhandel durch Diplomaten geworden sind. Wir
vermuten, dass der damalige Diplomat noch heute für das Auswärtige Amt tätig ist. Konsequenzen gab es von deren Seite mutmaßlich nie. Denn in einer Frage aus dem Bundestag im Jahr 2018 hieß es vom Auswärtigen Amt dazu: Das Auswärtige Amt ist den im vorliegenden Fall erhobenen Behauptungen sehr sorgfältig nachgegangen. Dabei haben sich die Vorwürfe nicht erhärtet. Wir haben die Behörde natürlich auch schriftlich gefragt, wie ihre Ermittlungen in so einem Fall aussehen und ob sie überhaupt die Ressourcen dafür haben, die normalerweise auf Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte verteilt sind. Öffentlich wollten sie sich dazu nicht äußern und sie haben uns auch nicht ihre genauen Abläufe in so einem Fall dargelegt. Fakt ist, die Ausbeutung von Angestellten bei Diplomaten passiert weltweit. In Deutschland geht die Hilfsorganisation Ban Ying von mehreren Fällen pro Jahr aus. Und einen Fall, den haben wir ausfindig gemacht und mit der Betroffenen können wir heute das erste Mal sprechen. Aber das, was ich zu diesem Fall schon weiß, ist, dass es nichts anderes ist als moderne Sklaverei und das mitten in Deutschland. Eine Freundin von mir hat mich auf den Job aufmerksam gemacht. Meine Familie aus hatte eine Hausangestellte gesucht, aber ich wollte nicht schon wieder bei jemandem aus arbeiten. Das hatte ich schon mal und da habe ich viel Gewalt erlebt. Die Freundin sagte dann aber, der Job sei in Berlin und in Deutschland gibt es ja Gesetze, die auch die Arbeit von Hausangestellten regeln würden. Und deshalb habe ich den Job dann angenommen. Meine Familie in der Heimat brauchte Geld und so hätte das alles viel besser geklappt. Ursprünglich gab es ja sicherlich auch einen Arbeitsvertrag. Es war ein ganz normales Arbeitsverhältnis mit festgeschriebenem Lohn, vielleicht Urlaubszeiten. Was war aber dann am Ende die Realität? Was hattest du in Wirklichkeit für einen Lohn? Wir hatten vereinbart, dass ich 950 € im Monat bekomme und freie Wochenenden. Von Urlaub stand da schon im Vertrag nichts. Ich musste dann direkt von Beginn an von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts arbeiten. Zu Ramadan auch mal von 7 Uhr morgens bis 4 Uhr am nächsten Tag. Ich habe dann auch Gehalt bekommen, aber nur 400 € in bar. Ich wurde immer mal wieder angeschrien und durfte das Haus auch kaum verlassen. Ich habe vorher lange im Mittleren Osten gearbeitet und dort war es richtig, richtig schlimm. Als meine Freundin mir gesagt hat, in Deutschland ist das nicht so, da gibt es Gesetze, habe ich das geglaubt, aber ich musste feststellen, das ist hier genauso schlimm wie im Mittleren Osten. Aber ich brauchte das Geld für meine Familie, also habe ich weitergemacht. Irgendwann hast du ja den Mut gegriffen, abzuhauen, zu fliehen. Kannst du mich mal mitnehmen in die Situation, wie hast du es angestellt und was war vielleicht der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat? Mein Zimmer war im Keller und ich musste irgendwann meinen Pass und meine Unterlagen abgeben. Da hatte ich Angst, dass irgendwas mit mir passieren wird. Ich wollte das so schnell wie möglich weg. Als ich nach Deutschland kam, habe ich eine Broschüre vom Auswärtigen Amt bekommen. Dort stand die Kontaktadresse von der Botschaft meines Heimatlandes. Dort habe ich angerufen und gesagt, dass ich fliehen will. In der Wohnung, in der ich war, da gab es überall Kameras und einen Sicherheitsmann, der immer um das Haus herumlief. Als ich ihn einmal nicht gesehen habe, da habe ich einen kleinen Rucksack geschnappt und bin rausgerannt. So habe ich es dann schlussendlich zur Hilfsorganisation Ban Ying geschafft. Hast du eigentlich jemals zusammengerechnet, wie viel Geld dir heutzutage eigentlich noch zustehen würde? Das weiß ich nicht mehr, aber ist auch egal. Ich habe ja eh nichts mehr davon bekommen. Nur ein Rückflugticket in die Heimat. Ich hätte diesen Job niemals annehmen dürfen. Ich habe gearbeitet wie ein Sklave, ohne Pause, ohne freie Zeit. Das war wirklich die absolute Hölle. Das Auswärtige Amt in Deutschland hat Maßnahmen aufgesetzt, die zukünftig den Menschenhandel unter Diplomaten verhindern sollen. Beispielsweise sprechen sie mit allen Hausangestellten von jeglichen Botschaften hier in Deutschland und zeigen ihnen die Möglichkeiten des Arbeitsrechts auf und informieren sie auch darüber, wo sie im Zweifelsfall Hilfe bekommen können. Der Fall des deutschen Diplomaten in New York lässt mich aber daran zweifeln, ob es dem deutschen Staat wirklich so wichtig ist, solche Fälle aufzuklären. Und das finde ich persönlich sehr, sehr erschreckend. In der Zwischenzeit scheinen aber einige Diplomaten diesen Freifahrtschein so richtig zu genießen. Sei es im Straßenverkehr, bei Unfällen oder beim Thema Ausbeutung. Und ganz ehrlich, ich fürchte, daran wird sich so schnell auch nichts ändern, denn aktuell können Diplomaten tun und lassen, was sie wollen, auch hier in Deutschland. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch dieses Mal war es wieder eine ziemlich intensive Recherche. Wenn ihr das supporten wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo hier auf meinem Kanal da und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss!